Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Nicoles Aktiensteckbriefen. Ich bin Nicole und ich zeige euch neue spannende Unternehmen, stelle deren Geschäftsprozesse vor und zeige euch, womit die Unternehmen eigentlich das meiste Geld verdienen. Und heute geht es um die Jungfrau-Bahn Holding. Viel Spaß dabei! Ich denke, dass die Jungfrau-Bahn Holding nicht bei jedem von euch bekannt ist. Deswegen werde ich euch natürlich das Unternehmen erstmal vorstellen. Was machen die so? Was ist deren Leitbild? Was ist die Vision? Welche Ziele und Maßnahmen leiten sie sich ab, um ihr Geschäft voranzutreiben? Und um euch zu zeigen, womit die Jungfrau-Bahn eigentlich das meiste Geld verdient, werde ich deren Prozesse auseinandernehmen, euch die Segmente vorstellen, euch auch zeigen, wie die Jungfrau-Bahn ihre Segmente miteinander perfekt kombiniert, um die Umsätze zu steigern. Und wenn ihr dann erstmal Bescheid darüber wisst, wie die Jungfrau-Bahn das meiste Geld verdient, welche Prozesse sie im Unternehmen ausführt, welche Einnahmequellen sie hat, dann zeige ich euch auch noch, welches Management denn alles dafür verantwortlich ist. Also ja, die Mitglieder des Managements und was sie so auszeichnet, ihre Erfolge und Besonderheiten. Die Jungfrau-Bahn Holding ist ein Transport- und Tourismusunternehmen aus der Schweiz, um es genau zu sagen, aus der Jungfrau-Region. Der Name der Jungfrau-Bahn Holding leitet sich ab von deren bekanntester Bahn, nämlich der Jungfrau-Bahn. Diese Jungfrau-Bahn, die fährt vom Eiger Gletscher die letzten paar Meter den Berg hinauf bis zum Jungfraujoch. Nach mehrjähriger Bauzeit ist die Bahn im Jahr 1912 das erste Mal in Betrieb genommen worden. Das heißt, die Jungfrau-Bahn hat schon eine richtig lange Geschichte. Aber seitdem hat sie sich natürlich extrem weiterentwickelt. Es existiert nicht nur die Jungfrau-Bahn heute, sondern darüber hinaus jede Menge weitere Bahnen, Strecken, Verbindungen, Eisenbahnen, Seilbahnen und auch viele Tourismusmöglichkeiten. Hier sieht man eine Karte aus der Jungfrau-Region und den Bahnen der Jungfrau-Bahn Holding, die diese Region auch durchfahren und mit denen man verschiedene Gipfel- und Ausflugsziele innerhalb der ganzen Bergregion erreichen kann. Die Jungfrau-Region ist sehr beliebt bei Touristen, denn sie zeichnet sich aus durch die 3 bekannten Berge Eiger, Mönch und Jungfrau. Das Jungfraujoch liegt am Fuße der Jungfrau zwischen Mönch und Jungfrau. In erster Linie betreibt das Unternehmen Zugverkehr, Zahnradbahnen, zum Beispiel die Jungfraubahn ist ja auch eine Zahnradbahn, Seilbahnen, gerade in der letzten Zeit wurden immer mehr neue Seilbahnen auch eröffnet und erneuert. Aber darüber hinaus wird neben dem Transportgeschäft auch noch über Erlebniswelten, Skipässe, Gastronomie, Hotellerie, Souvenirshops, eigene Kraftwerke, Parkhäuser und Vermietung von Bürogebäuden zusätzlich noch Geld verdient. Die Jungfrau-Bahn hat ja nicht gleich als Holding angefangen, sondern sich seit der Inbetriebnahme der Jungfrau-Bahn immer weiterentwickelt. Durch die Gründung von neuen Bahnunternehmen ist letztendlich das Unternehmen auch zu einer Holding herangewachsen. Über das übergeordnete Management haben sie sogar auch eine Beteiligung von 33% an der Berner Oberlandbahn und untergliedern außerdem weitere Geschäftsbereiche, die halt einzeln auch in der Bilanz aufgeführt werden. Und alles läuft zusammen unter der Jungfrau-Bahn Holding. Das ist die Jungfrau-Bahn AG selbst, die Wengernaltbahn AG, die Fürstbahn AG, das Parkhaus in Lauterbrunnen wird einzeln aufgeführt, die Jungfrau Shopping AG, die Jungfrau Gastronomie AG, die Bergbahn Lauterbrunnen, Mürren AG, die Haderbahn AG, die Grindelwald Grundinfrastruktur AG und die Sphinx AG auf dem Jungfraujoch. Ihr erinnert euch vielleicht an das erste Video, was ich euch zur Coca-Cola gezeigt habe. Und zum Leitbild der Coca-Cola habe ich euch ja genannt, Our purpose is to refresh the world and make a difference. So ein Slogan als Leitbild hat die Jungfrau-Bahn an sich nicht, denn sie setzen ihr Leitbild zusammen aus mehreren übergeordneten Zielen, die sie anstreben und nach denen sie sich richten wollen. Gleich mit dem ersten Ziel setzen sie echt hohe Maßstäbe und Erwartungen an sich selbst, denn sie wollen der beste Gastgeber der Schweiz sein. Mit dem Wording Jungfraujoch Top of Europe setzen sie auch bewusst ein Markenzeichen, um damit zu versinnbildlichen, dass das Jungfraujoch eines der beliebtesten Ausflugsziele der Schweiz ist. Das Jungfraujoch soll das touristische Aushängeschild der ganzen Region sein und das bekannteste und beliebteste Ausflugsziel der Schweiz.
und international sogar dabei zu den besten Ausflugszielen der Welt gehören. Sie möchten langfristig orientiert, ehrlich, nachhaltig, offen und transparent agieren und so auch mit ihren Stakeholdern interagieren. Mit Stakeholdern ist in dem Fall auch die ganze Region gemeint. In ihrem Selbstbild nehmen sie sich auch selber als langfristig orientiert, als ehrlich, als nachhaltig denkend, als offen und transparent wahr. Und damit sind sie halt ein berechenbarer und solider Partner für alle Stakeholder. Stakeholder sind ja immer alle Personen, die irgendwie mit dem Unternehmen in Verbindung stehen und ein Interesse daran haben. In dem Fall ist die Zusammenarbeit mit den Landschaftsverbänden, mit den Einwohnern in der ganzen Jungfrau-Region hier besonders wichtig, denn die Jungfraubahn Holding, die agiert ja sehr stark vernetzt in der Region, muss sich mit den Menschen auch gut stellen, muss offen und ehrlich kommunizieren, was sie so für Ziele anstrebt, wo neue Bahnen gebaut werden, muss sich abstimmen mit der Bevölkerung, ob das der Naturschutz zulässt oder Umweltauflagen und so weiter. Also sie sind da sehr eng verzahnt und haben sehr hohen Abstimmbedarf. Deswegen ist auch wichtig, dass sie sich halt in der Region als starker Partner in Szene setzen. Aber auch die Wichtigkeit von uns Aktionären, also von uns Shareholdern, sind stark im Leitbild verhaftet. Sie stehen in ihrem Leitbild dafür, dass sie uns Aktionären, also Shareholdern, stabile Wertsteigerungen und Cashflow-Zuwächse geben, sodass wir auch davon profitieren und gerne in dem Unternehmen investiert sind. Ein hohes Sicherheitsbewusstsein und ein gutes Risikomanagement sind ebenfalls Bestandteile des Leitbilds. Als Betreiber von Zahnradbahnen, Eisenbahnen, Seilbahnen ist es natürlich wichtig, extrem gut zu sein in diesem Sicherheitsbewusstsein, also den Menschen auch das Gefühl zu geben, unsere Bahnen werden sicher gewartet, regelmäßige Inspektionen werden durchgeführt, sodass die Menschen auch sich wohlfühlen, wenn sie mit den Bahnen fahren. Auch Nachhaltigkeitsaspekte sind ihnen wichtig, gerade weil sie auch so eng in der Region verzahnt sind, setzen sie sich auch für nachhaltigen Tourismus, für Klimaschutz und für regionale Umweltprojekte ein. Die Kernaspekte des Leitbilds sind in der Vision nochmal ganz gut wiedergespiegelt, denn die Jungfraubahn-Gruppe entwickelt sich als führendes touristisches Unternehmen der Schweiz und größte Bergbahngruppe in Richtung eines integrierten Freizeit- und Serviceunternehmens. Dabei stützt sie sich auf ihre über 120-jährige unternehmerische Tradition und die Vision des Gründers, die einmalige alpine Landschaft breiten Teilen der Bevölkerung und internationalen Gästen zugänglich zu machen. Und ihre Verankerung in der Jungfrau-Region, ihre über Generationen entwickelte Marke, Dienstleistungs- und technische Kompetenz. Sie haben sich als Ziel gesetzt, ein Ausflugsziel zu sein, wo man einfach 12 Monate im Jahr Hochsaison hat. Das heißt, sie streben an, dass ihre Bahnen das ganze Jahr über gut ausgelastet sind. Nicht nur in den Sommermonaten, wo halt viel Wandertourismus, Ausflugstourismus in den Bergen aktiv ist und im Winter halt der Skitourismus. Nein, sie möchten das ganze Jahr attraktiv sein für Urlaubsgäste. Zu den Maßnahmen gehört auch, dass sie intern einfach wachsen, indem sie die Zwischensaison besser auslasten. Sie haben sich auch als Richtlinie gesetzt, dass immer 2 Ausflugsziele der Erlebnisberge offen sind. Das Jungfraujoch mit dem Branding Top of Europe soll als Hauptertragsquelle weiterhin gestärkt werden und das Branding auch weiter vermarktet werden. Sie möchten Umsatzsteigerungen erreichen, indem sie die Individualreisenden besser ansprechen und den Anteil der Individualreisenden erhöhen. Das V-Bahn-Projekt war ein sehr bedeutendes Großprojekt aus den letzten Jahren. Das umfasst zum einen einen neuen, modernen, großen Bahnhof in Grindelwald, von dem aus neuartige Seilbahnen fahren. Das V-Bahn-Projekt war das wichtigste und bedeutendste Großprojekt der kürzeren Vergangenheit. 2 neue moderne Seilbahnen sind dadurch entstanden, die jeweils vom Bahnhof in Grindelwald aus auf die Ausflugsziele führen. Zum einen von Grindelwald auf den Männlichen und die zweite 3S-Seilbahn, das heißt eine Seilbahn, die mit einer Gondel an 3 Seilen hängt und dadurch weniger Masten braucht. Das ist der Eiger Express. Der geht von Grindelwald hoch zum Eiger Gletscher. Damit ist dann nochmal die Kapazität der Bahnen generell erhöht worden,
denn man kann einfach zur gleichen Zeit viel mehr Gäste gleichzeitig zum Jungfraujoch transportieren, weil man entweder über die Seilbahn hochfahren kann. Das dauert 15 Minuten von Grindelwald zum Eiger Gletscher. Auf der Fahrt fährt man an der Eiger Nordwand entlang, hat echt atmosphärische, tolle Eindrücke und ist schon in 15 Minuten am Eiger Gletscher, und von dort aus kann man dann direkt umsteigen in die Jungfraubahn, um die letzten Meter bis zum Gipfel mit der Jungfraubahn zu erklimmen. Durch die Nutzung des Eiger Express gelangt man zu 47 Minuten Zeitersparnis, wenn man auf dem Weg von Interlaken Ost, das ist der Bahnhof, wo sogar die ICEs aus Frankfurt und so weiter halten, wenn man von dort nämlich nach Grindelwald fährt mit der Bahn, dann mit dem Eiger Express bis zum Eiger Gletscher und dann mit der Jungfraubahn noch die letzten paar Meter, spart man insgesamt 47 Minuten, im Gegensatz dazu, als wenn man die Zahnradbahnen und die Bodenbahnen benutzen würde. Aber nicht nur die Bahnen an sich gehörten zu dem Projekt, sondern auch der Umbau und die Modernisierung des Bahnhofs in Grindelwald. Der Bahnhof in Grindelwald, der ist umfunktioniert worden zu einem multimodalen Verkehrsknoten, Anschluss zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, da gibt es mehr Gastronomie und sogar ein Parkhaus. Auch an der Station am Eiger Gletscher ist eine neue Bar entstanden, The Wall Bar, wo man atmosphärisch auf die Eiger Nordwand blickt. Die Projektlaufzeit war insgesamt 2,5 Jahre und die Jungfraubahn Holding hat das in Zusammenhang mit ihren Partnern, der Berner Oberlandbahn und der Gondelbahn Grindelwald-Männlichen, durchgeführt. Die Seilbahn auf den Männlichen, die wurde Ende 2019 eröffnet, also ganz kurz bevor dann die Corona-Krise eigentlich angefangen hat. Und die 3S-Bahn, also der Eiger Express, die wurde im Dezember 2020 eröffnet, auch mitten in der Corona-Zeit. Durch die Strategie, immer mehr auf Seilbahnen zu setzen und dadurch die Fahrzeit enorm zu verkürzen, spricht man auch Touristen an, die einfach weniger Zeit haben, um das Jungfraujoch zu besuchen. Ich denke da zum Beispiel an asiatische Reisegruppen, die ja ganz Europa gefühlt in 2 Wochen besichtigen und sich dann einfach nur Zeit nehmen, um kurz einen Spot zu besuchen und dann wieder zurückfahren, um zum nächsten Ausflugsziel zu fahren. Die gucken sich zum Beispiel am gleichen Tag das Jungfraujoch an und am Abend dann noch Rothenburg ob der Tauber. Ja, das war jetzt etwas plakativ, betrifft nicht nur asiatische Reisegäste, auch bei Amerikanern ist es häufig so. Europa ist halt weit, sie müssen lange fliegen und wenn sie dann nicht so viele Urlaubstage haben, müssten sie halt in kürzerer Zeit einfach mehr erleben, um was zu sehen. Sie setzen aber auch auf ein starkes Vertreternetz in mehreren Ländern, denn durch Vertreter in den verschiedenen Ländern soll zum einen die ganze Jungfrau-Region touristisch vermarktet werden und bekannt gemacht werden, aber auch die Jungfraubahn selber mit ihren Leistungen. Aber sie ruhen sich auch nicht auf ihren bisherigen Erfolgen aus, sondern investieren immer weiter in neue Bahnen, neue Freizeitmöglichkeiten und haben mehrere Projekte schon im Bau oder schon in Planung. Die Fürstbahn ist hier zu nennen, denn hier soll die Bahn durch eine modernere 3S-Seilbahn mit direktem Anschluss an den Bahnhof Grindelwald ersetzt werden. Und dazu soll auch ein neues Berghaus entstehen, wo die Leute einkehren können. Im Bereich der Skigebiete planen sie auch im Jahr 2026 eine Kuppelbahn mit 6er Sesselliften mit Wetterschutzhauben zu installieren und eine Förderkapazität von 2000 Personen pro Stunde damit zu erreichen. Das betrifft vor allem Skifahrer, die auf den Wexi-Fallboden hinauf wollen. Eine weitere 3S-Bahn soll von Grindelwald zum Bord und dann zum Fürst führen und das Ganze soll im Jahr 2027 eingeführt werden. Hier sollen 17 Personenkabinen eingerichtet werden, die eine direkte Verbindung vom Bahnhof Grindelwald zur Fürst ermöglicht. Ein Projekt, was in mehreren Etappen läuft, ist die Schildhornbahn. Ein Teil davon ist schon eingeführt, also ein Streckenabschnitt, aber ein weiterer wird geplant und diese Bahn, das soll die steilste Luftseilbahn der Welt werden mit Funifor-Technologie, die dann in Q4 26 nach Plan in Betrieb genommen werden soll.
Und damit soll auch nochmal die Verdopplung der Kapazität und damit die Verkürzung der Reisezeit um 10 Minuten zum Schildhorn erreicht werden. Aber auch in ihre Tochterunternehmen wird fleißig investiert, denn auch die Berner Oberlandbahn soll neue Triebzüge bekommen. Und neben dem Ausbau der Bahnverbindungen wird auch immer Geld in die Sanierung und die Modernisierung von Bahnhöfen gesteckt, um dort den Besuchern auch ein besonderes Erlebnis beim Warten zu bieten. Sie haben sich auch Nachhaltigkeits- und besonders Energieziele gesteckt. Bei den Energiezielen ist besonders beeindruckend, dass sie eigentlich energiepositiv wirtschaften. Das heißt, sie haben eigene Kraftwerke, ein großes Wasserkraftwerk, sie planen auch die Installation von PV-Anlagen und möchten damit erreichen, dass sie halt sogar Energie ins Netz einspeisen und damit einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und selber natürlich auch niedrige Energiekosten haben, weil sie selber ja die Energie auch erzeugen. Die alpine Solaranlage Alp Hintisberg soll eine Fläche von 11 Hektar haben und potenziell so viel Strom erzeugen, um 3000 Haushalte zu versorgen. Allerdings steht das Projekt noch ein wenig auf der Kippe, weil es hier noch Verhandlungen gibt mit Umwelt, Interessensgruppen und so weiter. Also das Projekt muss erstmal durchkommen. Sie arbeiten daneben auch noch mit Förstern zusammen, um die Waldflächen zu schonen, Waldpflegearbeiten durchzuführen und somit auch noch einen nachhaltigen Beitrag zur Umwelt in der Region leisten. In ihrem Ziel zur digitalen Transformation nehmen sie sich vor allen Dingen das Buchungsportal, also das Kundenportal vor. Das soll dieses Jahr neu aufgesetzt werden und noch mehr Funktionen bieten, um das Buchungserlebnis zu verbessern und die Customer Experience zu erhöhen. Sie nennen diese neue Vertriebsplattform oder das Kundenportal auch Top of Travel, um damit zu versinnbildlichen, dass die Gäste und Kunden ein besonderes Erlebnis auf dieser Webseite vorfinden, um Kombinationen zusammen buchen zu können, zum Beispiel die Zugtickets, die Bahntickets, aber auch Hotels und weitere Sachen und Eintrittskarten und so weiter. Mit dem Ziel All-in-One for Switzerland. Sie setzen sich auch als Ziel, immer größere und bessere und attraktivere Erlebnisangebote zu schaffen, um die Menschen auch für die Region und die Ausflugsziele zu begeistern. The Wall Bar am Eigergletscher, habe ich euch vorhin ja schon was drüber erzählt. Das gehörte unter anderem zu diesen Zielen. Aber was sie sich auch als Ziel gesetzt haben, und das finde ich echt sehr, sehr interessant, sie planen nämlich das Berghaus oben am Jungfraujoch zu sanieren, weil das schon ein wenig in die Jahre gekommen ist. Das ist schon in den 1980er Jahren entstanden und hat auch nicht so viel Kapazität. Rechts auf dem Bild seht ihr das derzeitige Berghaus. Man sieht auch, da ist gar nicht so viel Platz. Das steht ja wirklich auf so einem Gipfel und so viele Möglichkeiten hat man da jetzt nicht, das so riesig zu erneuern. Nichtsdestotrotz haben sie ein richtig cooles Architekturprojekt im Sinn, wo sie diesen Glasbau so gestalten wollen, dass dort zum einen mehr Leute reinpassen, aber auch das Erlebnis so erhöhen, dass man bei schlechtem Wetter, also wenn es draußen schneit, neblig ist, wenn die Wolken tief hängen, dann sieht man ja eigentlich gar nichts. Dann ist man da oben, freut sich, man fährt zum Jungfraujoch, aber sieht nichts. Es ist alles dunkel und neblig. Und um trotzdem ein schönes Erlebnis für die Besucher zu gewährleisten, planen sie, das Glas abdunkeln zu können, sodass man dann die Landschaft drumherum auf diese Glasflächen projizieren kann, sodass die Menschen die Umgebung so sehen, als wäre draußen schönes Wetter. Und dieses Projekt nennen sie Erster Blick, einfach weil das Jungfraujoch die Top-Attraktion ist für das Unternehmen und die Menschen, die da hochkommen, die sollen einfach einen Wow-Effekt haben, sollen dieses Haus sehen und sich denken, ja, das hat sich gelohnt. Aber sie planen auch große interaktive Ausstellungen, zum Beispiel über die Geschichte der Eiger Nordwand und weitere Gastronomieangebote. Sie haben auch explizite finanzielle und operative Ziele. Ihre Finanzziele setzen sie sich für mehrere Jahre, hier in Kombination der Jahre von 2024 bis 2028. Und dazu zählt zum einen, sie möchten die Umsatzrendite immer größer als 20% haben. Die EBITDA-Marge soll immer größer als 43% sein. Beim Payout-Ratio setzen sie sich eine Range.
Bei Dividenden streben sie immer eine Ausschüttungsquote zwischen 40 und 60% an des Nettogewinns. Das ist ganz interessant, bedeutet aber auch für uns Aktionäre, wenn wir in dem Unternehmen investiert sind und auf Dividende spekulieren, ist das davon abhängig, wie hoch der Nettogewinn des Unternehmens ist. Je höher der Nettogewinn, desto mehr Dividende bekommen wir wahrscheinlich auch, weil dann die Dividende natürlich in dieser Range zwischen 40 und 60% liegt und dann auch angehoben wird, wenn der Gewinn steigt. Mit der letzten Dividende, die diesen Monat im Mai ausgeschüttet wurde, lag eine Ausschüttungsquote von 56% vor und das war schon im oberen Bereich der Range. Für den Free Cashflow haben Sie ein ganz interessantes Ziel. Sie kumulieren nämlich Ihre Cashflow-Ziele. Sie wollen insgesamt in den Jahren 24 bis 28 auf mindestens 200 Millionen Schweizer Franken Cashflow kommen. Ja, jetzt haben wir jede Menge darüber gehört, welche Ziele sich die Jungfrau Bahn steckt, welche strategischen Projekte gerade in Planung oder in Vorbereitung sind, wie sie sich selber sehen in ihrem Leitbild, was ihre Visionen sind und so weiter. Nun geht's aber mal ins Eingemachte. Jetzt stelle ich euch vor, in welchen Segmenten sich die Jungfrau Bahn Holding denn so untergliedert und womit sie eigentlich das meiste Geld verdient. Die Top-Einnahmequelle ist das Jungfraujoch selber mit über 65% Umsatzanteil. Dazu gehört alles rund um das Jungfraujoch. Das heißt die Bahnfahrten da hoch, aber auch Restaurants oben am Berg, die Sphinx-Terrasse, der Erlebnisrundgang und alles, was in Zusammenhang mit dem Jungfraujoch an Umsatz erwirtschaftet wird, wird unter diesem Segment subsumiert. Das zweitgrößte Segment mit 19% Umsatzanteil sind die Erlebnisberge. Die Jungfrau Bahn Holding bezeichnet ja mehrere Berge mit besonderen Merkmalen. Wenn man mit der Haderbahn hochfährt, hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt Interlaken. Deswegen heißt hier das Erlebnisziel auch Top of Interlaken. Mit der Fürstbahn kann man oben auf den Fürst hinauffahren und dort gibt es diverse Erlebnisattraktionen. Und deswegen wird das hier auch Top of Adventure genannt. Und die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren wird Top of Family genannt, weil man oben auf dem Berg in Lauterbrunnen-Mürren besondere Familienerlebnisse vorfinden kann. Ein riesen Abenteuerspielplatz, Wandertouren für die ganze Familie, die auch Kinder geeignet sind und so weiter. Und was auch noch zu den Erlebnisbergen dazu zählt, ist die ganze Gastronomie, die Hüttenbewirtschaftung, alles, was sich auf diesen Erlebnisbergen befindet. 14,3% macht noch das Wintersportsegment aus. Damit ist die Betreibung der Skigebiete gemeint. Das sind die Skigebiete Scheideck-Männlichen, Grindelwald-Fürst und Mürren-Schildhorn. 60% der Anteile hält die Jungfrau Bahn dabei am Skiverbund der Region. Und sie nehmen hauptsächlich Gelder aus dem Verkauf von Tages- und Saisonpässen ein, zum Beispiel der Top-4-Skipass. Aber auch Winterwandern oder Schlitteln und auch die Gastronomie entlang der Piste zählt zu diesem Segment. Schlitteln war eins meiner Lieblingswörter, als ich mal in der Schweiz gewohnt habe. Das klingt einfach so viel schöner als Schlittenfahren. Und die Souvenirshops, die Gastronomie außerhalb des Jungfraujochs und außerhalb der Erlebnisberge, die Einnahmen aus den Parkhäusern, der Verkauf von Strom, aber auch Gemeindebeteiligung, die sie bekommen und die Mieterträge von den Büroräumen, die werden als sonstige Einnahmen noch hinzugezählt. Und das sind aber nur 1,6% vom Gesamtumsatz. Ich habe euch jetzt hier mal einen schönen Plan eingeblendet, was man oben auf dem Jungfraujoch denn alles so machen kann. Oben auf dem Jungfraujoch kann man eine Erlebnistour machen und sich mehrere Attraktionen angucken. Das Ganze ist in einem Rundgang eingearbeitet. Also wenn man ankommt, oben an der Bergstation, findet man erstmal eine Bar und Restaurants. Man kann shoppen gehen und auf Toilette gehen. Ja. Dann kann man noch das 360-Grad-Cinema besuchen, um nochmal so eine 360-Grad-Perspektive auf die Alpenwelt und den Bau der Jungfraubahn zu bekommen. Man kann diverse Aussichtsterrassen besuchen, die Sphinx-Terrasse zum Beispiel, oder auch das Gletscherplateau, wo man auf den Aletsch-Gletscher schaut. Und der Eispalast ist auch noch wichtig zu erwähnen, der erfreut sich auch
großer Beliebtheit, denn dort läuft man auf Eis und die Wände links und rechts neben einem sind auch aus Eis. Dort sind auch noch Skulpturen eingearbeitet, sodass man dort auch noch was sehen und erleben kann. Ja, der Aletsch-Gletscher, den man von da oben aus sieht, von der Aussichtsterrasse, der ist sogar UNESCO-Welterbe. Ja, und wenn einem das immer noch nicht reicht, kann man noch weitergehen und eine kleine Wandertour machen, hoch auf die Mönchsjoch-Hütte. Die ganze Wanderung dauert aber ungefähr 3 Stunden hin und zurück und die Hütte hat auch nur in den Sommermonaten auf. Die Segmente sind auch nicht getrennt voneinander zu sehen, denn sie bestärken sich gegenseitig. Hier haben wir ein starkes Cross-Selling-Modell. Auf der Webseite wird vor allen Dingen der Top of Europe Pass beworben. Mit diesem Pass hat man die Möglichkeit, in einer Zeitspanne zwischen 3 Tagen und 8 Tagen, die kann man sich aussuchen, mehrere Bahnen beliebig oft zu verwenden. Für das Ganze zahlt man einen Pauschalpreis über diesen Pass und kann dann in der Region Urlaub machen und an verschiedenen Tagen verschiedene Attraktionen besuchen, verschiedene Bahnen nutzen. Und was obendrauf kommt, aber noch, was nicht dabei ist in diesem Top of Europe Pass, ist das Jungfraujoch selbst. Dort muss man nämlich einen Aufpreis zahlen. Man bekommt die Fahrt zum Jungfraujoch hoch, vergünstigt, wenn man diesen Top of Europe Pass hat. Aber um auf die Jungfrau oben, also um auf das Jungfraujoch hochzukommen, muss man extra zahlen. Auch die Gastronomieangebote werden natürlich immer in Kombination mit anderen Tickets wahrgenommen. Ich brauche ja Tickets, um auf die Berge hochzufahren, um dann dort die Gastronomieangebote wahrnehmen zu können. Und auch die Souvenirshops, die profitieren natürlich von einem starken Tourismusaufkommen auf den Bergen, in den Ausflugsbereichen. Und ja, da kann man dann auch so schöne kleine Holzkühe kaufen, wie ich hier eine habe. Und Magneten und andere Dinge, die man sich so halt als Andenken mit nach Hause nimmt. Und auch wenn man Angebote auf den Erlebnisbergen gebucht hat, den First Flyer zum Beispiel, dann wird einem noch vorgeschlagen, noch weitere Aktivitäten zu buchen oder weitere Seilbahnen zu benutzen, um noch mehr Ziele zu besuchen. Und darüber hinaus verdienen sie natürlich noch Einnahmen mit den Parkhäusern. Die Leute müssen ja auch irgendwie dahin kommen, wenn sie nicht mit dem Zug anreisen. Und um die Leute noch besser zu beherbergen, planen sie auch den Bau eines Hotels in Interlaken, was halt verkehrsgünstig in der Nähe des Bahnhofs liegt, wo man dann auch die Jungfraubahn gut erreichen kann. Also insgesamt haben sie es geschafft, eine riesen Erlebniswelt in dieser alpinen Landschaft der Jungfrauregion zu etablieren, die verschiedene Gäste aus verschiedenen Ländern einfach anzieht. Es kommen Gruppenreisende aus ferneren Ländern wie Asien oder auch den USA. Es kommen Individualreisende, also Wanderer, Familien mit Kindern und so weiter. Es kommen Busreisegruppen mit Rentnern, die halt auch so ein Gruppenticket haben, um die Bahnen zu nutzen. Also es gibt ganz viele verschiedene Interessenten für diese Ausflugsregion. Und mit ihren zahlreichen Panoramabahnen und dem Jungfraujoch mit dem höchstgelegenen Bahnhof Europas ist das natürlich eine ganz besondere Attraktion. Ja, zu einem starken Unternehmen gehört ja immer auch ein starkes Management, was die Ziele versucht zu erreichen und das Unternehmen in die richtige Richtung lenkt. Auf der obersten Führungsebene, der CEO-Ebene, gibt es derzeit einen Wechsel. Der jetzige CEO, Urs Kessler, der hat sich nämlich entschieden, zum 1. Juni in seinen wohlverdienten Ruhestand einzutreten und der Nachfolger wird auch schon eingearbeitet. Das wurde schon letztes Jahr kommuniziert, dass als Nachfolger Oliver Hammel in den Betrieb eintreten wird zum 1. Juni. Eine wichtige Rolle in einem Unternehmen, besonders für uns Aktionäre, ist ja immer der Finanzvorstand. In dem Fall ist das Christoph Seiler. Und damit das Unternehmen auch weiterhin seinen Markenbekanntheitsgrad steigern und den Umsatz verstärken kann, braucht man natürlich auch einen starken Chief Marketing Officer. In dem Fall ist das der Remo Käser. Und der Bahnbetrieb, der muss ja nicht nur sicher und reibungslos ablaufen, er muss auch einfach gut geplant sein. Und deswegen hat hier Dominik Lina auch noch eine besonders wichtige Rolle, denn er ist der Leiter für Infrastruktur und Technik und hält damit seinen Kopf über die ganzen Infrastrukturthemen.
Der Betrieb für die Seilbahn und den Wintersport, der läuft noch unter Marco Luggen zusammen und der Betrieb Eisenbahnen läuft unter Stefan Würkler zusammen. Urs Kessler ist schon sehr, sehr lange der CEO, denn er ist schon seit 1987 im Unternehmen. Er hat das ganze asiatische Vertreternetz mit aufgebaut ab dem Jahr 97 und damit auch einen Meilenstein für den internationalen Erfolg gesetzt. Die Marke Jungfrau Top of Europe mit globaler Strahlkraft hat er mit zu verantworten und er hat auch die strategische Positionierung der Erlebnisberge, also auf den First, auf den Haderkulm und Winteregg, mit ins Leben gerufen. Während seiner Führung fand natürlich auch das Generationenprojekt V-Bahn statt mit dem Eiger Express in 2908 Tagen Projektlaufzeit. Und letztendlich hat er auch das Unternehmen durch die Corona-Krise stark geleitet und nachdem die Corona-Krise dann vorbei war, auch Rekordjahre im Jahr 22, 23 und 24 an den Tag gelegt. Durch die vielen Jahre, die Urs Kessler jetzt im Management war, hat er auch sehr gute Beziehungen zu der ganzen Region und zu allen Stakeholdern aufbauen können. Er vertritt einfach das Unternehmen als Vorstand. So von seiner Persönlichkeit her ist er auch eher ein sympathischer Mensch. Also man kann zum Beispiel bei YouTube auch Videos von der Jungfraubahn direkt anschauen, wo er das Unternehmen nochmal vorstellt. Und da sieht man einfach, das ist so ein Sympathieträger. Der neue CEO ab nächsten Monat, Oliver Hammel, hat hingegen in der Branche eigentlich noch so gut wie gar keine Erfahrung, denn zuletzt hat er bei DKSH in Thailand gearbeitet und die haben halt einen ganz anderen Geschäftsbereich. Die haben Consumer Goods, Healthcare und Performance Materials. Aber worin er Erfahrung hat, ist seine internationale Marktentwicklung. Also er kennt die internationalen Märkte, vor allen Dingen im asiatischen Raum besonders gut. Und zur Strategie der Jungfraubahn ist ja auch mehr internationale Kunden anzuziehen und auch den asiatischen Markt zu stärken. Vor allem so Wachstumsmärkte wie Indien, die bieten viel Potenzial für neue Touristen. Und bei ihm wird halt die Stärke gesehen, dass er in der Lage ist, dort auch die Bekanntheit weiter zu steigern. Christoph Seiler ist für die Erreichung der Finanzziele verantwortlich. Er ist schon seit 2002 bei den Jungfraubahnen, also auch schon jetzt ein paar Jahre, und ist der Leiter vom Fachbereich Finanzen und Informatik. Er legt in seinen Entscheidungen immer Wert auf eine hohe Eigenfinanzierungsquote. Im Jahr 2024 lag die bei 76%. Er ist auch mitverantwortlich für die solide Free-Cashflow-Strategie mit diesem kumulierten Ziel von mehr als 200 Millionen Schweizer Franken bis zum Jahr 2028. Bis jetzt wurden davon im Jahr 2024 schon 83 Millionen erreicht, also man ist da schon gut auf Kurs. Er ist auch federführend bei der Investor Relations Kommunikation. Das sieht man auch auf der Homepage der Jungfraubahn. Sie stellen nämlich dort regelmäßig auch Updates dar. Man kann Präsentationen anschauen über Geschäftszahlen. Also sie kommunizieren da wirklich sehr transparent. Wenn ihr euch für das Unternehmen interessiert, empfehle ich euch die offizielle Homepage. Ihr findet dort zahlreiche Informationen und Dokumente. Aber nicht nur für das Controlling der Finanzen ist er verantwortlich, sondern natürlich auch für die Planung und die Einsetzung der Kosten. Und um die Abläufe im Finanzwesen zu optimieren, setzt er sich halt auch für eine Digitalisierung der Finanz- und Reporting-Prozesse ein. Remo Keser ist schon seit 2016 bei den Jungfraubahnen, aber in der Geschäftsleitung erst seit dem Jahr 2023. Er ist aber sehr fit in dem ganzen Tourismusmanagement. Er hat vorher auch schon bei Interlaken Tourismus den Director Markets gestellt. Also er hat da wirklich jahrelange Erfahrung im Tourismus, auch in der Region. Und Dominik Liener als Leiter für Infrastruktur und Technik ist auch eine Persönlichkeit mit einem großen Ingenieurs-Background. Der ist nämlich ein Diplom-Bauingenieur und hat dann nochmal den Wirtschaftsingenieur hinten dran gehangen. Und schon viele große Infrastrukturprojekte für das Unternehmen geleitet, unter anderem die Sanierung der Möhrenbahn und so weiter. Er ist seit 2017 bei den Jungfraubahnen und seit 2021 Mitglied in der Geschäftsleitung. Marco Luggen als Leiter Betriebsseilbahn und Wintersport hat ebenfalls Ingenieurs-Background. Der ist Maschineningenieur und schon seit dem Jahr 2006 bei den Jungfraubahnen. Auch er ist seit 2021 Mitglied der Geschäftsleitung, also in dem Jahr scheint sich relativ viel getan zu haben
und Positionen scheinen gewechselt zu haben. Ganz interessant ist hier, dass er Fachspezialist war, früher von 2004 bis 2006, für die Leittechnik der Kraftwerke in Oberhasli-Innertkirchen. Das finde ich so interessant, weil ich habe diese Kraftwerke tatsächlich mal besichtigt und dort eine Führung gemacht. War wirklich interessant, wie dort der Strom erzeugt wird. Aber das war hinterher, das war glaube ich im Jahr 2010, da war Marco Logen dort nicht mehr beschäftigt. Heute verantwortet er die ganze strategische Entwicklung und den Betrieb der Seilbahnen in der Region, aber auch die Wintersportaktivitäten. Stefan Wörkler, der Leiter Betrieb Eisenbahnen, der hat auch einen richtigen Eisenbahner-Background. Der ist seit 2007 bei den Jungfraubahnen und hat vorher aber bei der SBB gearbeitet. Also das ist die Schweizerische Bundesbahn. Und dort auch verschiedene Funktionen schon ausgeführt. Und er ist, so wie viele andere auch, seit 2021 Mitglied der Geschäftsleitung. Ja, die Jungfraubahn Holding hat echt eine starke Geschichte. Wenn man sich die Entwicklung seit der Inbetriebnahme der Jungfraubahn im Jahr 1912 bis heute anschaut, haben sie echt die Region für sich eingenommen. Und sie haben durch die Corona-Zeit hinweg weiter ihre Bahnen weiter ausgebaut, Strecken erneuert, neue Seilbahnverbindungen in Betrieb genommen und entwickeln sich ständig weiter. Also sie schlafen nie. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Unternehmen weitergeht und was dann noch alles für Projekte folgen werden. Ja, dann bin ich auch schon am Ende meines Videos angekommen zum Teil 1 der Jungfraubahn Holding AG. In meinem zweiten Video zur Jungfraubahn, das bald folgt, werde ich euch mehr Einblicke in die Finanzwelt geben. Und zwar zeigen, wie profitabel das Unternehmen eigentlich wirtschaftet, wie gut es Umsätze generieren kann am Markt, ein paar Kennzahlen darstellen, gegenüberlegen und natürlich auch mit den Wettbewerbern vergleichen. Und seid mal gespannt, welche Wettbewerber ich dort in Betracht ziehe. Ihr werdet ein wenig schmunzeln, aber ist Absicht. Ja, also seid gespannt auf das nächste Video. Wenn euch dieses Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Und wenn ihr möchtet, abonniert gerne meinen Kanal. Der ist ja noch ganz frisch und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und wenn ihr neben der Jungfraubahn als Kontrast die Coca-Cola erleben möchtet, womit die Coca-Cola eigentlich das meiste Geld verdient, dann schaut euch noch das Video an. Das ist jetzt hier verlinkt. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao und bis bald.